Konstruktionswerkzeug Spirale, Bauteil Spannfeder in einem Fusion 360 Tutorial. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Heute möchte ich mit euch eine Feder zeichnen mit dem Befehl Spirale. Dafür habe ich mir eine Edelstahl-Standardfeder ausgesucht. Also erstellen wir dafür eine neue Konstruktion. Öffnen eine Skizze und zeichnen eine Achse. Diese werden wir dann im weiteren Verlauf benötigen. Rufen wir den Befehl Spirale auf. Wählen eine Ebene. In dem Zuge müssen wir einen Kreis zeichnen, der automatisch aufploppt. Durch das Ablegen öffnet sich das Eingabefenster der Spirale. Im Dialogfeld Typ stehen dann mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. In der Auswahl-Schnittposition ändert sich die Position des Ausgangspunktes der Spirale. Ich habe den Innendurchmesser von 4,5. Eine Länge von 8 mm. Die Feder hat 10 Windungen, deswegen wählen wir Umdrehung und Höhe aus. Verjüngen wollen wir sie nicht. Und ihr Drahtdurchmesser beträgt 0,5 mm, den wir in der Schnittmenge eintragen. Mit OK bestätigen. So schnell erstellt man eine Feder. Um das Bauteil verwenden zu können, brauchen wir jetzt noch Ösen oder so etwas in der Richtung. Das machen wir mit dem Befehl Leitung. Schaut euch doch mein dazugehöriges Video an. Wie wir bereits wissen, brauchen wir für die Leitung einen Pfad, den wir schnell erstellen. Eine Ebene auf die Achse legen und diese um 90 Grad verdrehen. Eine Skizze auf die Ebene legen. In dem Fall hat die Feder an beiden Enden eine Öse zum Einhängen. Diese wir jetzt konstruieren. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Skizze, um ein kleines Stück Bogen an das Ende der Spirale zu setzen. Also noch eine kleine Skizze, um den Durchmesser rein zu projizieren. Skizze fertigstellen. Der nächste Schritt ist eine Ebene für eine weitere Skizze. Jetzt können wir den Bogen zeichnen. Die Verschmelzungskurve anwenden, ein neues, cooles Tool in Fusion 360. Skizze fertigstellen. Gehen auf Volumenkörperleitung und wählen den Pfad aus, die Dicke 0,5 vom Draht, verbinden tun wir neuen Körper,
Nun haben wir die Öse erstellt. Das Ganze brauchen wir noch auf der anderen Seite. Das Ganze auf die andere Seite spiegeln. Dann ausrichten. Okay, nochmal spiegeln und fertig ist die Feder. Hoffe, es war interessant für euch. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.